meine Lieben, heute überhole ich die Ölpumpe und zeige euch, was man noch alles erneuern sollte, wenn man einen Motor überholt. Viel Spaß! Als erstes wollte ich euch von der Hiobsbotschaft vom Motoreninstandsetzer berichten. Ihr erinnert euch bestimmt noch an folgenden Satz von mir. Aber hier reicht einmal Neuhohn. Da ist der Instandsetzer ganz anderer Meinung. Er hat alles vermessen und sagte, dass die Zylinder schon sehr oval geworden sind. Und die auf 84,5 mm aufgebaut werden müssen. Das ist schon das zweite Übermaß. Und jetzt wird es wirklich teuer. Soweit ich weiß, gibt es dieses Übermaß nur als Schmiedekolben. Und die kosten so um die 200 € das Stück. Mal 6, das macht 1200 €. Da wird mir der Arm bei. Aber nun ist es so. Da muss ich jetzt durch. So, kümmern wir uns um die Ölpumpe. Als erstes kommt das Kettenrad wieder ab. Dann mache ich die Ölpumpe sauber, damit die ganzen Ablagerungen und der Ölschlamm verschwindet. Das mache ich mit einem Industriereiniger. Den mische ich 1:1 mit Wasser in der Tasse und trage den mit einem Pinsel auf. Wenn der eine Weile eingewirkt hat, wasche ich den im Teilewascher ab. Hier ist Kaltreiniger drin. Als erstes kommt das Saugrohr ab. Dafür schraubt man mit einer 10er Nuss diese beiden Schrauben raus. Als nächsten Schritt nehme ich das Pumpengehäuse ab. Dafür schraubt man die 4 Schrauben auch mit einer 10er Nuss ab. Dann kann man das Pumpenvorderteil mit Welle und Rotor rausnehmen. Der Außenrotor hat hier eine Markierung. Das hat der neue auch. Beim Einbau darauf achten, dass er genauso wieder eingebaut wird. Jetzt kann man den Außenrotor rausnehmen. Nun baue ich noch das Überdruckventil aus. Dazu drückt man mit einer Verlängerung oder was sonst noch stabil ist und da reinpasst, runter. Dann nimmt man den Sicherungsring raus und lässt langsam die Hülse nach oben. Dabei aufpassen, denn hier herrscht ein Federdruck. Wenn man nicht gegendrückt, kann einem schon mal die Hülse samt Feder um die Ohren fliegen. Am besten, man macht das zu zweit. Da ich es alleine mache, spanne ich es mit einer präparierten Schraubzwinge zusammen. So kann ich ganz in Ruhe den Sicherungsring entfernen. Das ist die Hülse, die Feder
Und der Kolben. So, jetzt habe ich die komplette Ölpumpe zerlegt. Nun lege ich die Teile, die ich wiederverwende, ein paar Stunden in den Kaltreiniger und mache die sauber. Danach schauen wir uns mal die Teile an. Die Teile sind jetzt sauber. Bei der Kaltreinigeraktion ging es darum, das alte Öl und die Ablagerungen innen zu lösen. Das geht mit dem Kaltreiniger ganz gut und preisgünstig. Die Hülse und den Kolben habe ich in Optiglanz gelegt. Das ist ein Edelstahlreiniger. Der ätzt echt alles weg, was nicht aus Metall ist. Aber das Resultat spricht für sich. Die Teile sehen aus wie neu. Schauen wir uns mal die Teile an. Diese Fläche muss absolut plan sein. Hier sieht man minimale Spuren drauf. Aber wenn man mit dem Fingernagel drüber geht und keine Kante merkt, ist es noch okay. Schaut euch auch die Lagerstellen an, wo der Innenrotor läuft. Hier dürfen keine Riefen oder Abnutzungsspuren zu sehen sein. Dann schaut euch auch den Kolben an. Hier dürfen auch keine Abnutzungsspuren zu sehen sein. Genauso wie hier innen. Hier sieht alles gut aus. Wenn bei euch bei den genannten Punkten was nicht einwandfrei aussieht, solltet ihr die Teile auf jeden Fall tauschen. So, ich muss das Video an dieser Stelle abbrechen. Ich habe mir gerade den neuen Innenrotor angeschaut, den ich mir bei BMW gekauft habe. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Hier ist das Teil irgendwo aufgeschlagen und hat sich Richtung Lauffläche verformt. Jetzt merkt man einen richtigen Grat hier auf der Lauffläche. Das kann ich so unmöglich einbauen. Jetzt muss ich erstmal am Montag zu BMW fahren und das Teil austauschen. Das heißt, ich kann erst nächstes Wochenende weitermachen. Also bis dahin. Hi, da bin ich nochmal. Es ist immer noch derselbe Tag wie vorhin. Da ich ja jetzt noch ein bisschen Zeit habe, kann ich euch ja kurz erzählen, warum ich die Ölpumpe bei mir regeneriere. Das ist das Innenleben von der Ölpumpe. Das besteht ja nur aus dem Innenrotor und dem Außenrotor. Das Prinzip ist ja klar. Hier ist die Ansaugseite und hier die Druckseite. Das Öl wird über das Saugrohr angesaugt. Dann über die Rotoren mitgenommen und zusammengedrückt. Und so entsteht der Öldruck auf dieser Seite hier. Ganz einfaches Prinzip. Jetzt kann es aber sein, dass nach fast 30 Jahren und 250.000 Kilometer die Flanken hier abnutzen und dadurch der Öldruck weniger wird. Ob das hier der Fall ist, weiß ich nicht. Denn das lässt sich nur schwer nachprüfen. Aber ich mache es immer vorsorglich, wenn ich den kompletten Motor überhole. So ist man immer auf der sicheren Seite. Darum sollte man auch immer die Feder im Überdruckventil tauschen, denn die ermüdet nach so langer Zeit. Hier ist die alte Feder und hier die neue. Da sieht man, dass die alte Feder 4 mm kürzer geworden ist. Das bedeutet, dass das Überdruckventil schon früher öffnet, als es soll. Und das könnte bei Drehzahlanschlag schon verheerende Folgen haben, da der Öldruck nicht mehr ausreicht. Der Ölfilm reißt ab und schon hat man einen Motorschaden. Darum würde ich jedem empfehlen, der seinen Motor überholt, auch immer die 3 Teile bei der Ölpumpe zu erneuern. Da hat man dann lange Freude am regenerierten Motor. So, jetzt bin ich aber weg. Für euch ist es ja nur eine Sekunde. Da bin ich wieder. Und wieder ist eine Woche um. Die BMW-Niederlassung hat mir den Innenrotor getauscht. Aber nicht einfach so. Nur ausnahmsweise und auf Kulanz. Das hat mich schon ein bisschen geärgert. Die verkaufen mir ein defektes Teil und dann machen die noch Zicken wegen dem Umtausch. Unfassbar. Aber jetzt habe ich das Teil und ich kann weitermachen. Auf geht's. So, ich habe da mal was vorbereitet. Ich lege die neuen Teile immer komplett ins Öl, damit die beim ersten Start auch gleich mit Öl versorgt sind. Am besten man nimmt das Öl, was man später auch für den Motor verwendet. Als erstes kommt der Kolben wieder rein. Dann die Feder und die Hülse mit neuem O-Durchdringen. Nun macht man das am besten wieder zu zweit. Der eine drückt runter und der andere macht den Sicherungsring rein. Ich mache das wieder mit der Schraubzwinge. Ich muss die nur schnell holen. Da ist sie. Jetzt drücke ich die Hülse bis unter die Nut runter. Und setze den Sicherungsring ein.
Als nächstes kommen die Rotoren wieder rein. Die habe ich auch komplett ins Öl gelegt. Beim Außenrotor darauf achten, dass das Quadrat hier zu euch zeigt. Jetzt der Innenrotor. Deckel drauf, hier kommt keine Dichtung zwischen. Die 4 Schrauben wieder rein. Und mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter über Kreuz festziehen. Zum Schluss kommt noch das Saugrohr ran. Hier sollte man eine neue Dichtung verwenden. Wenn noch Dichtungsreste vorhanden sind, sollte man die vorher entfernen. Die Dichtung passt nur in einer Position. Da kann man nichts falsch machen. Die Schrauben rein. Die werden auch mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter festgezogen. Und schon ist die Ölpumpe überholt. Die sollte jetzt wieder gute 200.000 Kilometer halten. Was man auf jeden Fall noch machen sollte, bevor man den Motor wieder zusammenbaut, ist alle Anbauteile gründlich zu reinigen, die mit dem Motoröl in Berührung kommen. Hierbei ist es wichtiger, dass die von innen sauberer sind als von außen, damit die ganze Ölkohle und die alten Ablagerungen komplett verschwinden. Ich nehme die Teile hier mit auf Arbeit. Da haben wir eine Hochdruck-Teilewaschmaschine. Damit kann man zum Beispiel hier bei dem Ölfiltergehäuse die ganzen Ölkanäle durchspülen und geht auch ruckzuck. Wenn ihr solch eine Möglichkeit nicht habt, geht es auch mit Kaltreiniger oder mit dem Industriereiniger. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, die beiden Kurbelwellensimmerringe zu wechseln. Wie man das mit einfachsten Mitteln macht, zeige ich euch an dem. Den habe ich schon sauber gemacht. Ich bringe das Zeug erstmal schnell ins Auto und dann geht's los. Als erstes muss ja der alte Wellendichtring raus. Den kann man mit einem Hammer und einem alten Schraubendreher oder einem Splintreiber rauskloppen. Aber vorher muss man ein wenig Abstand zum Tisch schaffen, sonst geht's nicht. Dafür habe ich auf die Schrauben vom Abschlussdeckel Muttern raufgeschraubt und die 4 in eine Höhe gebracht. Die beiden hier außen müssen ein Stück höher. Aber das kann man sich genau einstellen, wenn die 4 drunter sind. Es muss gerade aufliegen und darf nicht kippeln. So sieht's gut aus. Nun kann man den Wellendichtring rauskloppen. Manchmal gehen die ganz gut raus, manchmal muss man wie ein Wahnsinniger drauf rumkloppen, bis die zerstört sind. Und dann gehen die erst raus. Darum regle ich den Ton runter, damit es für euch nicht zu laut wird. So, Ton wieder laut. Der ging ja ziemlich easy raus. Da ist er. Als nächstes hier innen schön sauber machen. Ich mache das mit Verdünnung.
Jetzt muss der neue Wellendichtring rein. Dazu braucht man ein bisschen Öl, einen Hammer und ein Stück Holz. Als erstes schmiert man außen ein bisschen Öl drauf und legt den gerade rein. Dann legt man das Holz so drüber und klopft den Stück für Stück immer weiter rein, bis der bündig drin sitzt. Macht das wirklich mit Gefühl, damit das Metallgehäuse keinen Schaden nimmt. Drin ist er. Das gleiche macht man mit dem Wellendichtring auf der anderen Seite im Stirndeckel. Oder wie es bei BMW heißt, Räderkastendeckel. Ich habe bestimmt noch was vergessen, was man noch vorbereiten sollte, bevor man den Motor wieder zusammenbaut. Aber wenn das der Fall sein sollte, hole ich es im nächsten Motorenvideo selbstverständlich nach. Noch ein kurzer Nachtrag. Für diejenigen, die sich vielleicht wundern, warum ich hier oben in der Ecke Werbung zu stehen habe. Das ist, um mich abzusichern, damit ich keinen Ärger mit den Abmahnanwälten bekomme. Weil ich die Markennamen nicht mehr unkenntlich mache und die für euch offen zeige und benenne. Damit ihr genau seht, mit was ich arbeite und was ich benutze. Mehrere Zuschauer haben mich gewarnt, dass unbezahlte Werbung nicht ausreicht und dass es sicherer ist, Werbung zu schreiben. Und das mache ich ab jetzt auch in jedem Video. Danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.